Die einen sagen, mach H0M, wir haben doch Erfahrung, warum setzt ihr nicht auf dieses Pferd? Moin Moin aus dem Wunderland. Heute mit dem Thema Patagonien. Was waren die Herausforderungen oder was sind die Herausforderungen? Nicht alles bauen wir hier. Wir arbeiten zusammen mit unseren lieben Freunden, den Südamerikanern. Und wir sind weiterhin im Abschnitt und im Thema Südamerika. Jetzt kommt Patagonien. Als letztes war der Bauabschnitt Rio de Janeiro. Und wir stehen hier vor einer Testanlage. Denn was braucht es auf jeden Fall in Patagonien? Spektakuläre Bahnstrecken. Das hat es auch in echt. Und das wollen wir natürlich auch im Modell umsetzen. Und was da die Probleme und Herausforderungen waren, das gucken wir uns heute an. Die nächste Reise im Miniatur Wunderland führt uns ans Ende der Welt. Die Südspitze von Argentinien und Chile, genannt Patagonien, bietet dafür hervorragende Möglichkeiten für uns Modellbauer, eine komplett neue Welt zu entdecken und auch im Modell nachzubauen. Die Besonderheit an dieser Region ist einfach die endlose Weite. Um natürlich dann eine Verkehrsanbindung zu haben an Buenos Aires, an die Großstädte, hatte man sich schon früh entschieden, Bahnstrecke in diese entlegene Gegend zu bauen. Auffallend in Argentinien ist es, dass es sehr viele Breitspurbahnen gibt. Breitspur heißt breiter als das, was wir hier in Deutschland als Eisenbahnspur kennen. Das heißt 1,60 Meter bis 1,67 Meter ist die Breitspur. Neben der Breitspur in Patagonien hat man in die entlegenen Regionen gern die Schmalspur gebaut. Nämlich eine sehr kleine Spurweite, nämlich nur 75 cm Gleisabstand. Und das ist verdammt klein. Die Hälfte von unserer Spurweite, wie wir sie hier in Deutschland kennen. Die Schmalspur hat den Vorteil, dass die Loks kleiner sind und die Waggons leichter. Das heißt, man hat ein geringeres Gewicht auf den Gleisen. Und dadurch lässt sich der Gleisbau leichter bewerkstelligen. Man hat auf Brücken verzichtet, ebenso auf Tunnels. Man hat in erster Linie versucht, das Gleis immer dem Landschaftsprofil anzupassen. Eine Besonderheit, die dann entsteht, ist, dass die Gleise sich wie eine Schlange durch die Landschaft schlängeln. Also das heißt, man hat ganz viele S-Kurven, ganz viele Bögen und das macht es für uns Modellbauer hochinteressant, sowas nachzubauen. Noch reizvoller als die ganze Gleisverlegung ist der Bahnbetrieb. Denn bis 1980 waren da nur Dampfloks unterwegs. Und das ist für uns Modellbauer natürlich die Besonderheit, die gute alte Dampflokzeit mal wieder lebendig werden zu lassen. Auf unserem Patagonien-Abschnitt wollten wir dann beide Spuren, die Breitspur und die Schmalspur, in einem Bahnhof zeigen. Das ist ein Bahnhof, da führt die Breitspur durch, das ist der Durchgangsbahnhof, und die Schmalspur zweigt ab als Beginn einer neuen Strecke. Das ist besonders interessant, denn auf manchen Gleisen finden sich beide Spurweiten in einem Gleisbett. Also das nennt man dann Dreischienengleis. Und das ist ja für uns dann toll darzustellen, dass einmal eine Schmalspurlok auf dem Gleis fährt und das andere Mal fährt dann wieder Breitspurgleis. Wir haben uns dann entschieden, so einen Bahnhof zu machen mit Personenbahnsteig zum Wechsel von der Breitspur auf die Schmalspur. Wir haben uns entschieden, eine Güterverladung zu machen, die ja dann so ist, dass Schmalspur und Breitspur als Güterwagen nebeneinander stehen und dann Güter von einem Wagen auf den nächsten geladen werden. Und natürlich gehört da mit dazu, was üblich war damals in Patagonien. Jeder Bahnhof hatte eine Drehscheibe, um die Dampfloks um 180 Grad zu wenden. Denn wenn die vorwärts ankommen, müssen die einmal gedreht werden, damit sie wieder vorwärts aus dem Bahnhof rausfahren. Ja, meine Begeisterung für so eine kleine Schmalspurbahn, die finde nicht überall Begeisterung, denn die Besonderheit ist, das kleine Rollmaterial muss an einem Dauerbetrieb tagtäglich funktionieren. Und da stößt natürlich die ganz kleine Mechanik, die kleinen Motoren dieser Lokomotiven an Grenzen. Und das war jetzt das große Experiment, was wir mit unseren Bahntechnikern, mit unseren Loktechnikern begonnen haben auszudiskutieren und dann natürlich auch die ersten Tests zu machen. Lässt sich das umbauen? Gibt es denn die Loks zu kaufen? Wie müssen die Loks technisch ausgestattet werden, damit das sicher funktioniert? So haben wir uns überlegt, wir werden ein Untergestell irgendwo besorgen, aber die Lok oben auf und die Waggons, die werden wir hier selber herstellen und bauen. Also das heißt, erstmal recherchieren, welche Loks sind das,
können wir die umbauen, wie stellen wir die her mit Kunststoffen, mit Lackieren, Bekleben, Gestänge aufmontieren. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, aber das Ergebnis ist einfach sensationell. Ich hatte schon das Glück, einen Blick auf die Loks zu werfen. Ist umwerfend. Gut, wir haben ein grundsätzliches Problem hier im Wunderland immer. Das ist nämlich unser Dauerbetrieb. Wir brauchen Dauerbetrieb und das bedeutet bis zu 16 Stunden oder auch manchmal mehr, was das Material auf der Anlage hier so seine Runden dreht, den ganzen Tag. Der Maßstab, wenn wir von H0E und N sprechen, die fahren beide im Modell auf einer Spurweite von 9 mm. Allerdings ist natürlich der Maßstab H0E 1:87 und der Maßstab N sehr winzig. Auf diesem großen Testkreis, den wir erstmalig so gebaut haben, fielen all unsere Testbetriebe, die wir 2 Jahre zuvor auch schon mal versucht haben, auf einem kleinen Testkreis komplett anders aus. Das heißt, es hat alles über den Haufen geworfen und wir haben neu angefangen zu denken. Leider Gottes haben uns dann natürlich immer auch negative Emotionen begleitet, denn wir haben vor vielen Jahren oben rund um das Hermannsdenkmal auf der Anlage damals mal H0E-Gleis eingesetzt. Und zwar nicht besonders erfolgreich. Es lief nämlich nicht im Dauerbetrieb. Und wir haben in den Schweizer Anlagenabschnitten H0M-Gleis eingesetzt, also eine Schmalspur auf 12 mm. Und die läuft erfolgreich. Das heißt, wir haben hier wirklich 2 Herzen in der Brust. Und je mehr man sich irgendwann die Köpfe im Team zerrauft und die einen sagen, wie konntet ihr diese Entscheidung treffen? Und ich habe es doch von vornherein gesagt, wir hätten das lassen sollen. Und man keine Erfolge feiern kann, weil man immer wieder irgendwo auf Probleme stößt, braucht es manches Mal plötzlich neuen Wind. Und neuen Wind kann auch mal durch einen neuen Mitarbeiter kommen. Und dieser kam vor 1,5 Jahren in unser Team. Der hat sich erstmal eingearbeitet in der Lokwerkstatt und so weiter. Und irgendwann hat er sich aber, weil er Interesse daran hatte und weil sein Herz irgendwie dafür gepocht hat, das ganze H0E-Material geschnappt und sich auf den Platz gepackt und das ganze N-Material geschnappt und sich auf den Platz gepackt und sich mal wirklich akribisch reingedacht hat. Und mit neuem Wind kam plötzlich auch neuer Schwung in diesen ganzen Themenbereich und auch neuer Mut, den wir gefasst haben. Denn dieser Mitarbeiter hatte eine Idee. So, wir sind hier jetzt drüben im neuen Block, im Block L und stehen hier am Testkreis für Patagonien. Und was wir da so für Probleme hatten und was da unterwegs alles passiert ist, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Einige der Probleme, die wir zum Beispiel hatten, davon habe ich hier eins in der Hand, ist, wir haben diese Dampfloks gebaut. Sie wurden erstmal gezeichnet, dann gingen sie in den 3D-Druck und dann habe ich die fertigen Teile aus dem 3D-Druck bekommen und sollte daraus eine fahrfertige Lok machen. Das hat anfangs auch relativ gut geklappt und die Loks sind auch gefahren. Bis zu dem Punkt, wo ich hinten 2 Wagen angehangen habe. Da hatten wir hier schon auf den Testkreis das Problem, dass sie den Berg gar nicht mehr hinaufgekommen sind und ich nach einigen Tagen Probefahren alle naselang einen Decoder tauschen durfte. Die Loks in die Werkstatt kamen mit einem kaputten Motor. Somit war da schon klar, das ist nicht die finale Lösung, so wird das nicht funktionieren. Also haben wir uns zusammengesetzt, überlegt, also der Georg und ich, Georg als Zugexperte, und haben uns den Kopf gemacht und sind dann bei Roco fündig geworden. Und das ist eine komplett fahrfertige Lok im Maßstab H0E. Sie entspricht genau dem, was wir brauchen. Das Einzige, was ich machen musste, war vorne und hinten eine E-Kupplung anbauen. Und dann habe ich die erstmal so als Dummy dazwischen gehangen und habe aus den eigentlichen Dampfloks den Motor rausgenommen. Dann haben wir das Ganze hier auf den Testkreis gestellt und haben es mal Probe fahren lassen und haben gemerkt, das funktioniert ja ziemlich gut. Dann fiel uns aber auf, die Wagen machten uns Probleme. Was daher kam, wir haben von vornherein bei den Wagen mit N-Drehgestellen und N-Achsen gespielt. Irgendwann haben wir uns mal einen Messschieber in die Hand genommen, haben angefangen, diese Achsen zu messen und sind dann darauf gekommen, dass diese Achsen im Diameter ein ganzes Stück kleiner sind als die richtigen H0E-Achsen, weswegen die uns in den Weichen immer Probleme gemacht haben, weil sie quasi da eingetaucht sind und dann wieder abrupt hochgekommen sind. Deswegen sind die uns regelmäßig entgleist. Ich habe mich dann im Haus auf den Weg gemacht und habe nach H0E-Teilen gesucht, habe welche gefunden und konnte dann letztendlich damit diesen gesamten Zug ausstatten, den wir jetzt hier seit rund 2 Wochen Test fahren lassen und bis dato wenig bis keine Probleme haben im Vergleich zu vorher.
So, ich habe jetzt hier mal die 3 verschiedenen Gleise mal mitgebracht, die wir haben in der Anlage. Das ist einmal H0M, das ist 12 mm Spur in der Schweiz. Das wäre jetzt das H0E-Gleis hier drüben. Das wäre Regelspur, also was man jetzt hat bei H0 normal. Und das wäre auch dieses normale Flexgleis hier von Rocco, was dann wieder H0E wäre. Jetzt muss man sich vorstellen, es sind wie gesagt 3 verschiedene Hersteller und die muss man miteinander verbinden. Also das Gleis jetzt nicht, aber die Weichen hier sind ja zum Beispiel Pecco, das ist Tillich, das ist Rocco. Und das Problem ist, diese Schienenverbinder, die dazu passend sind, die passen natürlich entweder zu den Weichen oder zu den Gleisen oder zu den Dreischienengleis. Deswegen muss man da immer so einen Zwiespalt hinkriegen, dass man diese ganzen Sachen miteinander verknüpft kriegt und zusammengebaut bekommt. Aber wenn ich mir das hier so angucke, wie das läuft, Hut ab, dass das so überhaupt läuft, als hätte ich so nie erwartet. Ich wünsche mir natürlich auch, dass das funktioniert, ganz klar. Aber um das Ganze weiter zu beobachten, wünsche ich euch halt viel Spaß und guckt mal wieder rein. Vielleicht läuft es ja demnächst schon. Mal gucken.